Hallo! In diesem Video zeige ich dir, wie du mit Canva ganz einfach deinen eigenen kleinen Animationsfilm erstellen kannst. Komplett kostenlos und ohne Vorkenntnisse. Wenn du kreative Tools magst, dann abonniere gerne den Kanal, so verpasst du keine neuen Tricks. Und jetzt legen wir los. Wir sind auf canva.com und loggen uns mit unserem Konto ein. Heute erstellen wir keine lange Zeichentrickserie, sondern nur eine kurze Szene mit bewegten Objekten. Ziel ist es, dem Zuschauer ein bewegtes Bild zu zeigen, also eine einfache Animation. Ich wähle soziale Medien und dann YouTube-Video, weil ich es für YouTube erstelle. Natürlich kannst du auch ein Hochformat für TikTok oder Shorts wählen. Die erste Szene ist leer. Wir müssen sie mit Inhalt füllen. Ich unterteile meine Objekte in zwei Kategorien: unbewegte Elemente wie der Hintergrund und bewegte Elemente wie Figuren oder Fahrzeuge. Wie in Adobe-Programmen arbeiten wir mit Ebenen. Was im Vordergrund sein soll, kommt nach vorne, der Hintergrund ganz nach unten. Ich brauche also ein Hintergrundbild. Dafür gehe ich auf Apps und dann auf Elemente. Dort suche ich auf Englisch nach Landscape und wähle den Filter Grafiken. Wähle unter den Filtern Gratis, damit alle Zugriff haben. Ziehe das Bild per Maus in die Szene und passe es so an, dass keine weißen Ränder bleiben. Jetzt bringe ich Bewegung in die Szene. Ich suche nach einer animierten Sonne, auf Englisch Sun, und filtere auf Animiert. Ich ziehe die Sonne auf den Himmel und passe die Größe an. Dann suche ich ein Kind auf einem Fahrrad, ebenfalls mit dem Filter Animiert. Jetzt wird's spannend. Wie bewegt sich das Fahrrad? Wähle das Objekt aus, gehe auf Animation und dann auf Animation erstellen. Ziehe mit der Maus eine Bewegungslinie. Ganz einfach. Tipp: Wenn du eine gerade Linie möchtest, halte die Alt-Taste gedrückt. Ich füge außerdem ein Polizeiauto hinzu, genauso wie vorher. Du kannst deiner Szene beliebig viele Objekte hinzufügen und sie animieren. Ein passender Soundeffekt, zum Beispiel eine Fahrradklingel, macht das Ganze noch lebendiger. Wenn dir das gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Abonniere den Kanal, um weitere Tipps rund um Canva und kreative Tools nicht zu verpassen. Teile das Video gerne mit deinen Freunden. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.